Frau Birgit, als ihr Mann infolge einer unheilbaren Erkrankung im Sterben lag, machten Sie da verschiedene Beobachtungen, die Ihnen Einblicke in das geistige Erleben Ihres Mannes gaben. Was waren die Umstände? Was haben Sie da erlebt? Mein Mann, der hatte vor 10 Jahren die Diagnose eines Hirntumors bekommen. Der Tumor war schon so groß gewesen, also etwa so groß, dass nicht mehr operabel war. Also es war ein Schock für uns damals. Und mein Mann wollte unbedingt weiterleben und wir wollten meinen Mann behalten. Und mein Mann, der war ein Bewegungsmensch gewesen. Der war also naturverbunden, hat viele Wanderungen gemacht in die Berge. Und das Höchste für ihn war gewesen, so einen Berg hochzusteigen und oben runter zu schauen. Und er ist gerne segeln gegangen. Also er hat hier wirklich gerne gelebt und hat auch seine Familie war ihm sehr wichtig gewesen. Und wir wollten meinen Mann auch nicht hergeben. Und er hat alles probiert, was man machen konnte. Er hat Chemotherapie, Bestrahlung, Antikörpertherapie. Er hat viel Physiotherapie gemacht, sodass er also seine Bewegung auch lange noch aufrechterhalten konnte. Der ganze Tumor war im Bewegungszentrum, also war eigentlich praktisch nur das Bewegungszentrum betroffen. Und das war für ihn natürlich schlimm, weil er eben so gerne Sport gemacht hat und so gern sich bewegt hat. Er hat das Ganze immerhin noch 5 Jahre, hat er das Ganze immerhin noch machen können. Hat er noch damit gelebt, aber am Ende seines Lebens war er wirklich gelähmt gewesen, die letzten Wochen. Und er hat ganz am Schluss, er war aber noch voll klar im Kopf, konnte noch reden. Nur ganz am Schluss, die letzten Tage, konnte er nur noch über Augen sich verständigen. Er hat, wenn er Ja gemeint hat, hat er das so gemacht. Und wenn er Nein gemeint hat, dann hat er die Augen weiter aufgemacht. Genau, er hat auch dann meditiert und hat auch dann Naturheilverfahren in diesem onkologischen Zentrum ausprobiert. Akupunktur, Homöopathie, alles haben wir probiert. Und es ging halt immer weiter bergab. Es war wirklich schlimm für uns. Mein Mann, der war ein Naturwissenschaftler gewesen. Eigentlich der Großteil meiner Familie sind Naturwissenschaftler und solche Dinge, wenn man irgendwo seltsame Erfahrungen gemacht hat, das wurde einem dann immer schnell ausgeredet, dass das also jedenfalls mein Mann war in der Richtung eigentlich jetzt nicht interessiert oder auch für ihn war halt Naturwissenschaften, die waren für ihn wichtig. Er war Chemiker und Physik und Chemie und Mathematik, das war halt das, was ihn am meisten interessiert hat. Ich hatte dann als mein Mann so ziemlich genau 2 Monate vor seinem Tod, hatte ich mit Freundinnen einen Geburtstag von einer Freundin nachgefeiert. Wir sind erst mit der S-Bahn ins Theater, haben dann ein Theaterstück angeguckt, dann sind wir zum Essen und danach wieder mit der S-Bahn nach Hause. Und im Theater saßen wir oben oben auf dem Balkon. Meine Freundinnen saßen rechts neben mir und ich war so total traurig und eigentlich hatte überhaupt keine Lust dafür und bin halt einfach da so wirklich traurig gesessen. Und auf einmal sehe ich neben mir links meinen Mann herkommen, der stellt sich vorne an die Brüstung, schaut nach unten und wie ich genau hingucke, war er weg. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das war ganz sicher mein Mann gewesen. Das war so klar gewesen und so real. Und ich dachte, hast du da jetzt was geträumt oder was war jetzt los? Ich konnte es einfach nicht verstehen. Und dann, wie ich zu Hause war, bin ich sofort zu meinem Mann hin und habe ihn gefragt, habe ihm zu ihm gesagt, es war seltsam. Ich hatte heute wirklich das Gefühl, du warst bei mir. Ne? Dann hat er gesagt, ja, ich war bei dir im Theater gewesen. Sag ich, ja, wie meinst du das? Ja, ich gehe aus meinem Körper und reise. Und dann sage ich, boah, das muss ja spannend sein. Dann hat er gesagt, ja, dann seine Augen geleuchtet, das ist total spannend. Er war auch heute schon woanders noch gewesen, hatte mir also einen Ort beschrieben, den ich auch kannte, wo er war. Und ich sagte, ja, was machst du da? Naja, ich höre halt den Leuten zu, was sie so sagen. Genau, und meine Töchter, haben damals bei mir zu Hause und haben mir geholfen. Die haben extra Sonderurlaub genommen, also unbezahlten Urlaub, um mir zu helfen. Die waren damals zu der Zeit, als ich in dem Theater war, dann bei ihm im Zimmer. Und ich habe gefragt, ja, was hat er denn gemacht, der Conny, in der Zeit? Sie haben gesagt, er hätte die ganze Zeit geschlafen. Jedenfalls, das hat auch noch eine Vorgeschichte, das Ganze. Ich habe als Teenager mich sehr interessiert für dieses Thema Nahtoderfahrung. Ich war in einer Klosterschule und eine von den Schwestern, die wir alle gerne mochten, die hat uns angeboten, dass wir nach dem Unterricht, also am Nachmittag, mit ihr meditieren können. Und da war ich dann auch dabei.
Und ich bin da sehr tief reingekommen in diese Meditation und ich habe auch gemerkt, dass mir das gut getan hat. Ich war besser in der Schule damit und ich war intuitiver, ich konnte mich besser konzentrieren und habe auch am Schluss dann wirklich richtig gute Noten gehabt und konnte so den Numerus Clausus, also den Notendurchschnitt schaffen, dass ich das machen konnte, was ich gerne mochte, nämlich Medizin studieren. Ich habe dann allerdings am Schluss, also auch als Teenager irgendwann, also am Schluss, ich hatte dann einmal ein sehr erschreckendes Erlebnis in der Meditation. Ich hatte das Gefühl, ich bin in einem unendlich großen Raum. Wenn ich mir Unendlichkeit vorstelle, dann war es das. Und war Orchestermusik und ich war so erschrocken und wollte raus aus dem und habe mich nicht bewegen können. Im Nachhinein, da denke ich, war das eine Schlaflähmung. Und dann bin ich wieder rausgekommen und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt musst du aufhören damit. Du bist jetzt hier und lebst jetzt hier und das mit den Nahtoderfahrungen und so, ich hätte es zwar gern erlebt, diese Nahtoderfahrung, aber nicht mit dem, dass ich fast sterbe, sondern dann habe ich gedacht, jetzt musst du hier sein und leben und das wirst du erfahren, wenn du dann mal selber stirbst. Jedenfalls, als ich dann nach Hause kam und mein Mann mir erzählt hatte, dass er dieses Erlebnis oder dass er diese Reisen macht, war ich natürlich sofort interessiert. Das hat mich von damals her und habe ihm dann auch einige Fragen gestellt und habe dann eben gefragt, ja, wo gibt es denn das Jenseits? Und er hat gesagt, 100%ig. Er war also wirklich 100%ig überzeugt, dass es dieses Jenseits gibt. Dann habe ich ihn gefragt, ja, und gibt es Gott? Dann hat er gemeint, ja, hat er mich Gegenfrage, was ist Gott? Vielleicht wollte er wissen, was ich mir darunter vorstelle. Und dann habe ich auch noch dann gefragt, ja, und erzähl mir doch mal was, wie ist denn das im Jenseits so? Dann hat er gemeint, was du alles wissen willst. Dann habe ich gesagt, ja, kann man das nicht erzählen? Nee, hat er gesagt, das ist so schwer zu erzählen. Er war auch sehr erschöpft gewesen, er konnte also wirklich nicht mehr so viel sagen. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Ihr Mann auch noch mit anderen Personen gesprochen hat. Genau, das war auch so gewesen. Also bevor ich das Erlebnis mit dem Theater hatte, kam ich einmal auch zu ihm ins Zimmer und dann lag er da und hat so links oben in die Ecke geguckt und so ganz erschrocken, ja, ja gesagt und fast ängstlich. Und ich dachte, Gott, was hat er jetzt, der Arme? War ich nicht erschrocken gewesen auch, ne? Aber dann war alles wieder vorbei. Und später nach diesem Erlebnis war es dann öfters mal so gewesen, dass er gesagt hat, okay, tschüss. Und ich sagte, mit wem redest du denn? Und dann hat er gemeint, ja, seine Eltern waren gerade da gewesen. Oder dann wieder mal, jetzt habe ich wieder das Gefühl gehabt, er redet mit jemandem oder er hat kommuniziert mit jemandem, den ich nicht sehen konnte. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt war gerade sein Vater da. Und dann habe ich gesagt, war denn eigentlich auch schon mein Neffe da gewesen? Also der war vorhin verstorben. Sagt er, ja, der war auch schon da. Und dann sage ich, ja, und was wollen die denn von dir? Und dann hat er so gelacht, so wie wenn er sagen wollte, ich kann auch nichts dagegen machen. Die wollen mich abholen, hat er gesagt. Ne? Also hat er mit Verstorbenen regelmäßig kommuniziert, ja, bevor er selber dann hinübergegangen ist. Ja. Mhm. Es war dann auch so dann mein Mann, also am Ende von die letzten Tage vorher, wir haben ihn einfach nicht hergeben können. Wir waren jetzt mal so traurig. Man hat wirklich ein, 2 Wochen vorher immer wieder das Gefühl gehabt, jetzt stirbt er. Und dann ist er doch wieder gekommen. Und in der letzten Nacht, bevor er verstorben ist, man musste immer aufstehen, man musste ihn drehen, weil er das selber nicht konnte. Da hat er 1,5 Stunden lang gebraucht, um sich zu erholen. Also er hat dann auch keine Luft mehr bekommen. Er hat auch Sauerstoffmaske gehabt. Und jedenfalls, ich habe dann zu ihm gesagt, du, ich halte es nicht mehr aus. Du kannst gehen. Und dann hat er das so gemacht, ja, also ja, ist okay. Und dann habe ich gesagt, hast du Angst? Dann hat er ganz weit die Augen aufgerissen. Das hat so viel bedeutet. Nein, ich habe keine Angst. Ja, und dann nach der Beerdigung, ich habe das dann weiter erzählt, was ich so erlebt hatte, hat eine befreundete Nachbarin hat mir erzählt, dass sie als Kind auch ihre Oma sehen konnte und sieht es anscheinend häufiger, dass sie Tote sehen kann oder mitbekommen kann. Und die hat mir erzählt dann bei der Beerdigung, sie war auch da gewesen, da waren sehr viele Menschen gewesen und die hat mir erzählt, dass mein Mann sich erstmal gewundert und gefreut hat, dass so viel zu seiner Beerdigung gekommen sind. Und und dann haben 2 Freunde von meinem Mann haben dann eine Rede gehalten und der eine Freund, der hat erzählt über ein Erlebnis, was mein Mann mir früher auch schon erzählt hatte. Und zwar, wie er mit meinem Mann beim Segeln war, mein Mann war sehr guter Segler, sind die im Sturm gekommen und das hat mein Mann damals erzählt, das muss ein sehr traumatisches Erlebnis für diesen Freund gewesen sein.
Und mein Mann fand das jetzt nicht so schlimm. Und er hat es also in den Blühen, hat es also wirklich ausgemalt, wie schlimm das war. Und man hat diese Nachbarin mir erzählt, dass mein Mann laut gelacht hat und gesagt hat, jetzt übertreibt er aber. Und es wäre so das gewesen, wie er es auch wirklich gemacht hätte. Also das hat sehr authentisch geklungen. Genau. Und was auch noch war, nach der Beerdigung ich habe einen kleinen Enkel, mein ältester Enkel war damals 2 Jahre alt. Da waren wir spazieren, meine Töchter sind schon vorausgegangen und ich mit dem Enkel hinterher. Und auf einmal bleibt er wie vom Donner gerührt stehen und sagt, da ist der Opa. Und ich sage, ja wo? Und dann zeigt er irgendwo hin, wo niemand stand. Und sage ich, ja, was sagt denn der Opa? Und dann sagt er, hallo. Und dann sage ich, ja, dann sag Hallo zurück. Dann hat er Hallo zurück gesagt und ist weitergegangen. Und dass Menschen vor dem Tod aus dem Körper gehen und reisen, es scheint nicht so selten zu sein. Also ein Bruder meines Mannes, der hat mir erzählt, dass er am Sterbebett vom Nachbarn, also mit dem war er befreundet gewesen ist, und der hat ihm gesagt, du glaubst gar nicht, wie viel ich am Reisen bin. Und auch das mit dem, was mein kleiner Enkel erlebt hat, da hat mir eine Bekannte erzählt, dass ihr Mann, als seine Lieblingstante gestorben war, ihm seine Lieblingstante auf der Straße freudig strahlend entgegengekommen war und dann auch, er hat gesehen, dann war sie verschwunden. Ich hatte dann noch ein nettes Erlebnis, und zwar nach der Beerdigung von meinem Mann. Die war im Januar gewesen, war es kalt und dann hat es auch mal wieder geschneit. Und ich habe dann ein Foto gemacht, einen Monat nachdem mein Mann beerdigt wurde. Da war eine riesen Schneedecke über dem ganzen Grab. Und dann 4 Tage später habe ich noch ein Foto gemacht. Da hatte sich nämlich eine Blume aus diesem Blumenschmuck einen Weg nach oben gebahnt. Ich habe also das gezeigt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und auch, wenn ich das gezeigt habe, die haben alle gesagt, ja, sowas haben sie noch nicht gesehen. Und jemand hat dann auch noch gemeint, ja, das ist ein lieber Gruß aus dem Jenseits. Sie besuchten später noch ein Medium, um etwas von Ihrem verstorbenen Mann zu erfahren. Ich war wirklich so verzweifelt gewesen, und eine Bekannte hat zu mir gesagt, ich sollte doch zu ihrer Freundin gehen und einfach mich mal von ihr beraten lassen. Das war ein Medium, also das hat sie mir nicht gesagt. Ich hatte mit Medien eigentlich irgendwie noch nie was zu tun gehabt. Ich habe da mit ihr gesprochen und war wirklich verzweifelt, und die hat dann ich hatte zuvor schon mal mit ihr gesprochen, und dann, wie es wirklich dann immer mehr bergab ging, dann nochmal bei ihr telefoniert. Und sie hat dann gemeint, also so wie sie das jetzt sieht, glaubt sie nicht, dass mein Mann da jetzt noch weiterlebt, der wird gehen müssen. Aber ich soll doch ein halbes Jahr, nachdem er verstorben ist, zu einer Medium gehen. Die gibt mir die Adresse von diesem Medium. Und dann dann soll ich dann nach einem halben Jahr hingehen. Und diese Bekannte, die mir die erste Adresse gegeben hat, die hat sich gewundert und gesagt, warum machst du das nicht selber? Ich habe ja doch, jetzt verstehe ich es schon, man soll, wenn man zu einem Medium geht, überhaupt nichts sagen, diesem Medium, um was es geht. Und das Medium soll auch nichts über die Person wissen, die da kommen soll, oder auch die Person, die zu ihr kommt, damit man da nicht irgendwelche Sachen rein interpretiert. Jedenfalls habe ich dann zu meinem Mann gesagt gehabt, ich möchte, wenn ich dich überlebe, werde ich dann zu einem Medium gehen, und ich möchte 2 Worte von dir hören. Ich wusste nicht, ich wollte halt einfach irgendwie dann, wenn ich dort bin, einen Nachweis haben, dass er das wirklich ist. Und mir ist einfach nichts anderes eingefallen. Und da hatte ich kurz zuvor einen Witz gelesen über einen Hasen in Australien. Und den fand ich so lustig und sage, ich möchte das Wort Hase in Australien hören. Hase hat auch ganz gut zu meinem Mann gepasst, weil meine Schwiegermutter, die war vom Land und hat immer so Spitznamen gern gegeben. Und die hat mein Mann den Hosenmo, also den Hasenmann genannt, weil wir nach der Hochzeit so schnell unsere Kinder bekommen haben. Und ich habe dann auch später meinen Mann nach dem spanischen Kaninchen, weil er ist Conny gerufen worden, oft Conejo gerufen. Also das Hase hat also ganz gut also ihm auch gepasst. Australien waren wir nie gewesen, aber ich dachte, ich will diese 2 Worte. Dann habe ich eben dieses Medium angerufen, habe erzählt, dass mein Mann verstorben ist, und ich würde gerne zu ihr kommen. Sie hat mir dann gesagt, ich kann gerne Audioaufnahme machen. Dann sagt sie, dass mein Mann und mein Schwiegervater gekommen sind. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so richtig alles hingehört, was sie gesagt hat, weil ich immer dieses Hase in Australien hören wollte, was leider nicht kam.
Sie hat auch gemeint, ja, so arbeitet man nicht, arbeiten sie nicht und das ist schwierig und so. Jedenfalls habe ich mir hinterher die Audioaufnahmen angehört und es war echt unglaublich, was sie alles erzählt hat. Das hat die nicht wissen können auch über die was in der Familie war, dass halt wegen meinem Schwiegervater irgendwie Reibereien in der Familie gab, wegen der Pflege. Und sie hat auch beschrieben, dass mein Mann mir hat nicht gesagt, dass er einen Hirntumor hatte, hat aber immer dahin gezeigt, wo der war und hat mir gesagt, auch, dass er dahin zeigt und dann, dass er das extrem schlimm fand, dass sein Körper immer mehr dass er immer mehr in seinem Körper eingeschlossen war und dass er am Schluss auch ein Sauerstoffgerät hatte und dann kam noch eine Botschaft und also es war wirklich, also das hätte sie nicht wissen können. Und dann war es auch noch so gewesen, dass ich nach dem Tod von meinem Mann auch einen Tag danach, also ein paar Tage, also einen Monat danach irgendwie auf dem Bett lag und so traurig war und dann plötzlich auf einmal, ich hatte die Augen zu und auf einmal habe ich das Gefühl, es steht rechts neben mir jemand und fasst mich an der Schulter an und ich bin erschrocken und hoch und schaue und da war niemand und sage, ja, was tut das jetzt, Conny? Oder ich habe manchmal auch so das Gefühl, ich höre ihn in meinem Kopf, aber dann dachte ich, okay, ich bin 40 Jahre lang waren wir zusammen, ich kenne ihn, ich hätte gewusst, was er gesagt hätte und so, ne? Und habe auch oft das Gefühl gehabt, dass jemand im Raum ist, obwohl niemand da war. Also einfach immer wieder so eine Anwesenheit gespürt und habe immer gedacht, sag mal, bist du das? Jedenfalls hat das Medium dann, wie ich dort war, auf ihren rechten Arm gezeigt und hat gesagt, mein Mann sagt, dass ich ihn manchmal spüre oder auch höre. Und dann frage ich mich, ob er das ist. Und er will mir jetzt eindeutig sagen, er ist es. Er ist ganz oft bei mir und er möchte mir sagen, dass er das auch wirklich ist. Und dann hat sie auch noch gesagt, ja, es ist irgendwas, ob ich eine Tochter habe, habe ich gesagt, ja, ich habe 3 Töchter, ja, da ist irgendwas mit der Tochter und er freut sich so drüber. Und ich sage, ja, ich besuche jetzt demnächst eine Tochter, ja, das wird sein. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht ist eine schwanger. Und dann hat sie gesagt, nee, das wird's nicht. Aber es war dann hinterher, dass sogar 2 Töchter meiner Töchter schwanger waren. Okay. Und dann nach dem Besuch mit dem Medium ging es dann los, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, mir streicht jemand so über den Kopf. Das hat mein Mann immer gerne gemacht, wenn wir so miteinander irgendwo gemütlich gesessen sind oder auch vor dem Fernseher. Und dann hat er gerne so bei mir auf den Kopf gestreicht. Und das hatte ich immer wieder das Gefühl, es streicht mir jemand über den Kopf. Und dann aber auch in Situationen, wo es gepasst hat. Zum Beispiel war ich dann immer meine jüngste Tochter hat ihre Schwester besucht, die war 2 Wochen vor der Entbindung. Und dann hat sie gesagt, jetzt schaut sie noch mal hin, bevor das Baby kommt zu ihr. Und dann ich war im Baumarkt gewesen, habe was gekauft und dann ging es los. Hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Und ich dachte, sag mal, kaufe ich jetzt was Falsches? Ich dachte, ja, das wird schon mein Mann sein. Kaufe ich jetzt was Falsches? Dann bin ich würde ich dann irgendwie kurz drauf meine Tochter anrufen, weil ich was wissen wollte. Und dann sagt sie, du Mama, die Geburt ist losgegangen. Jetzt, ich passe jetzt auf den Erik auf und die anderen, die gehen jetzt in die Klinik. Ne? Und das wollte mein Mann mir wahrscheinlich sagen. Und ich hatte aber am Anfang, als das so irre häufig war mit diesem Streichen, irgendwann gedacht, ich habe eine Nervenstörung. Und danach, als ich das gedacht habe, danach war es erstmal eine Zeit lang weg. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt war das vielleicht doch gewesen und so. Sie begannen dann auch noch eine mediale Ausbildung. Und da gab es Erlebnisse, wo Sie etwas mehr von Ihrem Mann erfuhren. Vorher, bevor ich das gemacht habe, natürlich im Internet recherchiert über dieses Medium. Und das war eine Schülerin von Paul Meek, der ein bekannter Medium hier ist. Ich kannte ihn vorher nicht, aber nachdem ich mich damit beschäftigt hatte und dann hatte ich noch, macht so mediale Abende und dann dachte ich mir, das besuche ich auch mal. Schaust mal hin, das ist ein Pianist, spielt sehr gut Klavier, da war eine ganze Aula voller Menschen dann. Und er hat Klavier gespielt, hat Witze erzählt. Was lustig war, genau den Hasenwitz hat er nämlich auch erzählt. Das ist mir viel später gekommen. Also ich kenne echt viele Witze. Ich sammle die auch so. Jedenfalls, und dann hat er halt dann immer Verstorbene gesehen und hat die dann zugeordnet zu den Leuten und hat denen erzählt, hat ihnen halt was erzählt darüber und es war sehr beeindruckend zu sehen, wie beeindruckt diese Leute gewesen sind. Es hätte nicht auf mich gepasst, aber es hat anscheinend immer genau auf die Leute gepasst, mit denen er da gesprochen hatte. Ich hatte eigentlich erst gedacht, bekomme ihn vielleicht, komme ich dann und dann bringt er mir diesen Hasen und das Australien. Aber wie gesagt, der Witz kam allerdings nicht mit in Australien, sondern dieser Hase war in einem anderen Land. Jedenfalls habe ich dann anderen Menschen erzählt,
meine Erlebnisse erzählt. Die einen waren sehr interessiert gewesen, andere waren sehr positiv und haben erzählt, was sie selber erlebt hatten, wie eben das mit dem Sterbebett oder Visionen von dem Schwager, also von dem Freund meines Schwagers oder das mit der Lieblingstante. Und eine Freundin hat sich bedankt, weil die hatte selber auch ein Nahtoderlebnis gehabt, die ist Neurologin, und der haben sie dann erzählt im Krankenhaus, dass das nur alles Halluzinationen waren, obwohl sie wirklich auch Sachen erzählen konnte, was weiter weggeschehen ist, wo sie gar nicht wissen hat können. Und andere waren wieder sehr ablehnend, die hatten Angst. Ich habe denen wahrscheinlich ihr Weltbild zerstört. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ich dieses Erlebnis mit meinem Mann nicht gehabt hätte, würde ich das komisch finden. Also würde mich das auch beängstigen, wenn jetzt da plötzlich irgendwie das Gefühl hätte, es wäre irgendein Geist hier. Also das kann ich schon verstehen. Jedenfalls, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt probierst du einfach mal so eine mediale Ausbildung. Ich habe diese Schülerin von Paul Meek hat das angeboten, einfach mal, als mich interessiert hat. Jedenfalls waren dann da etwa 20 Teilnehmer gewesen in dem Kurs. Es wurde gleich von vornherein gesagt, wir sollen ja nichts übereinander erzählen und nur wenn wir was reden, ganz was anderes, nichts, was mit uns zu tun hat. Dann haben wir gelernt, so in die Entspannung, dann wurde über die geistige Welt erzählt, über den Doorkeeper, der aufpasst, dass nur die kommen, die auch kommen dürfen. Und dann jedenfalls haben sie gesagt, dann sollte man nach einem Symbol fragen. Man hatte Fragen bekommen, wenn man so eine Sitzung macht, die man abfragen soll, um das dann weiterzugeben. Es war dann so gewesen, dass wir am Schluss dann von diesem ersten Wochenende, es waren 2 Wochenende, der erste Kurs, jeder einen Stein gezogen haben, und die 2, die den gleichen Stein gezogen hatten, die wurden dann zusammen verlost praktisch. Und ich hatte mit meiner Partnerin überhaupt noch nicht ein einziges Wort gesprochen vorher. Bin dann auch in diese Entspannung, in die Meditation oder Entspannung gegangen, habe dann ein Bild von einer netten älteren Dame auf einmal von mir in meinem Kopf gehabt. Ich frage sie dann, ob sie die Mutter ist. Und sie hat gesagt, nein, sie ist die Großmutter. Und dann hat mein Hirn wieder gearbeitet und ich dachte, gut, dass es die Großmutter ist, weil wenn es die Mutter wäre, die könnte ja noch leben. Das wäre ja peinlich, wenn ich das so. Jedenfalls habe ich dann da Nachrichten bekommen und es war für mich irgendwie, es war nicht meine Großmutter, es war für mich irgendwie was Belangloses gewesen. Und dann habe ich ihr das wiedergegeben und sie hat gemeint, ich hätte 1:1 ihre Großmutter beschrieben. Ich habe auch gesagt, es waren einige Sachen dabei, die ich eigentlich gar nicht sagen wollte, weil sie für mich so nicht sagen oder halt auch manchmal vielleicht ein bisschen kitschig waren und so. Nein, es war genau das. Und dann hat kam sie dran und hat mir genau meinen Mann beschrieben. Als erstes hat sie gesagt, als Symbol kam ihr der Hase. Ja, hat mir gefallen. Dann hat sie mir erzählt, dass mein Mann das erste war gewesen sogar, das habe ich jetzt vergessen, sie war also wirklich verunsichert gewesen. Sie hat mich so angeguckt und hat gesagt, bei mir kommt ein Ehemann. Sie wusste jetzt nicht genau, bin ich jetzt Witwe, das wusste sie ja nicht. Und dann habe ich ihr erzählt, dass mein Mann verstorben ist. Jedenfalls hat sie mir dann erst als Symbol diesen Hasen gebracht. Dann hat sie ihn immer genau beschrieben mit Schnurrbart, also und allem, wie er war. Und dann hat sie erzählt, er erzählt ihr eine Geschichte. Und zwar, sie weiß auch nicht so genau, sie sieht ihn mit einer grünen Latzhose, mit Sicherheitsschuhen und einem Schutzhelm auf dem Kopf, irgendwo im Wald, und dann fällt was um, der Baum fällt dann um und so, und sie weiß auch nicht. Jedenfalls, genau so ist mein Mann, das war auch ein Hobby von ihm, dass er im Wald hat einen Sägekurs gemacht, um Bäume fällen zu können, und hat dann sich vom Förster anzeigen lassen, welche Bäume er umfällen darf, und das hat er dann praktisch gefällt und gehackt für unseren Ofen. Und da habe ich auch noch ein Foto davon gefunden von 2008. Und dann der zweite Teil dieses Kurses, der war dann wieder ein Wochenende. Und der ging dann los, dass wir dann praktisch die geistigen Helfer zu uns rufen sollten. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt kommen die geistigen Helfer, hat sie gesagt, und man kann auch was spüren. Und in dem Augenblick ging es wieder los. Ich habe also ganz stark dieses Gefühl wieder gehabt, es streicht mir jemand über den Kopf.
Und ich war so, dann gesagt, Conny, habe ich dann gesagt, es soll doch die geistigen Helfer kommen und nicht du. Jedenfalls, ich war dann so verwirrt. Jedenfalls, ich habe dann an dem Kurs, der lief irgendwie nicht mehr richtig für mich. Und ich habe dann auch, danach kam Corona, ich habe dann auch nicht mehr weitergemacht. Ich wollte es auch dann nicht mehr. Ich fand es zwar interessant, ich habe hier genug zu tun, andere Sachen mit meinem Beruf und mit meinen Enkeln jedenfalls. Aber es war trotzdem eine interessante Erfahrung gewesen. Frau Birgit, was für Auswirkungen hatten all diese Erfahrungen auf Ihr Weltbild? Dieses Erlebnis mit dem Theater, das hatte mir nicht also sehr viel weitergebracht in den an die Antworten zu den Fragen, die ich als Teenager hatte. Ich denke, dass das Bewusstsein unsterblich ist. Das wird die Wissenschaft, die versucht zwar immer wieder zu beweisen, dass unser Bewusstsein vom Gehirn kommt, also im Gehirn gemacht wird praktisch, aber sie können es noch nicht beweisen. Und mein Mann, der hat immer gesagt, dass man, als Wissenschaftler, man schaut sich irgendwas an, stellt eine These auf und diese These versucht man zu beweisen. Und wenn irgendwas nicht zu beweisen ist oder wenn irgendwas nicht stimmt, dann muss man die These ändern. Und ich glaube, dass die Wissenschaft vielleicht ihre These mal ändern müsste, dass das Bewusstsein unsterblich ist und praktisch nicht vom Gehirn abhängt. Aber ja, es war ja schon Anfang letzten Jahrhunderts, also 1900, hatte die Wissenschaft gedacht, dass sie alles wissen, was man wissen kann, muss oder was es gibt. Und dann kam Einstein und hat es wieder über den Haufen geworfen. Ich denke, dass dann noch einiges kommt. Vielleicht hoffe ich zumindest, dass die Wissenschaft das noch rausbekommt, was da ist. Also ich glaube schon, dass es weitergeht auch nach dem Tod und ich hoffe und ich denke auch, dass mein Mann mich abholen wird. Frau Birgit, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.